Hi Leute und willkommen zu meiner neuen Marks Flohmarkt Box, und heute gibt es was ganz Besonderes, und zwar was brandneues in meiner Box, denn ich habe einen Händler gefunden, der mir netterweise was zur Verfügung gestellt hat, was ich direkt an euch weitergeben kann. Aber bevor es losgeht, schauen wir erstmal, wer die letzte Box gewonnen hat. So, in der letzten Box gab es hier den Repeater. Wer hat den gewonnen? Wer bekommt den? Ganz einfach, ihr erfahrt es unten in der Videobeschreibung in den ersten Zeilen. Und ganz wichtig, derjenige, der hier gewonnen hat, er steht hier auch auf meiner Tafel, macht bitte Folgendes. Schaut noch mal bitte in den Kommentar, den er mir geschrieben hat. Dort habe ich ihm auch noch mal geantwortet und teile ihm alles mit, wie er an seinen Gewinn kommt. Und zwar über meine Gewinnerzentrale auf meiner Homepage. Aber wie das geht, erfährst du ausschließlich unter deinem Kommentar. Antworte mir bitte nochmal auf den Kommentar und gib mir die Daten über die Gewinnerzentrale mit, sodass ich dir schnellstmöglich deinen Gewinn zusenden kann. Hierfür hast du 7 Standardwerktage Zeit und bitte achte darauf, dass du diesen Zeitraum auch einhältst, denn wenn du das nicht in der Zeit tust oder mir in der Zeit deine Adresse nicht mitteilst, wandert der Gewinn wieder in die Box und ich werde ihn in einer nächsten Flohmarktbox wieder zur Verfügung stellen. So, und dann ist es soweit, die Box steht sperrangelweit offen. Was haben wir denn heute Schönes drin? Ich zeige es euch einfach mal. Ein Device, was wir alle sehr gut gebrauchen können. Und zwar haben wir hier den Kabeltester von der Firma Tradix, den TRX5 0816. Das ist der Kabeltester Typ 3. So ein Kabeltester ist eine schöne Geschichte. Ich hatte euch ja schon vor Jahren mal auf einem anderen Kanal ein Video gemacht, wie ich umständlich USB-C und USB-Kabel teste. Das gehört nun der Vergangenheit an, wenn man so einen schönen Kabeltester hat. Ich zeige es euch einfach mal. Wir holen das Teil mal hier raus. So werdet ihr es bekommen, wenn ihr es bei mir hier gewonnen habt. Ganz wichtig, wir drehen das Teil einfach mal um und machen es auf. Hier seht ihr, ist eine ganz normale AAA-Batterie drin für die Stromversorgung. Das Gerät kann aber auch per USB, per Strom versorgt werden. Hierzu gibt es einen kleinen Fallstrick, den muss ich euch aber mitgeben, denn ihr dürft nur über diese Seite das Gerät mit Strom versorgen, nicht über die Testanschlüsse. Das ist ganz wichtig, deswegen würde ich euch empfehlen, bitte hier nur das Gerät mit Batterie betreiben. So lauft ihr auf Nummer sicher. Wir haben nun eine Batterie eingelegt, schalten hier auf Batterie um und können eigentlich das Gerät aktivieren. Was können wir denn hier alles Schönes testen? Oftmals hat man diverse USB-Kabel, weiß gar nicht, was die alles können oder ob die überhaupt ganz sind. Das war nicht vor Jahren mir mal passiert. Da habe ich ein schlechtes USB-Kabel genommen, habe das in mein Tablet gesteckt und mein Tablet war hinüber. Übrigens, das Video findet ihr oben unter dem i. Das können wir nun hiermit verhindern. Ich nehme jetzt hier mal ein ganz billiges USB-C-Kabel, stecke das einfach hier drüben hinein und hier unten rein, und der Tester fängt sofort an, das Kabel zu analysieren. Wir sehen, dass das Kabel keinerlei Daten übertragen kann. Es kann kein USB 2, 3 oder 4. Es kann einfach nur Strom übertragen, und das ist auch nicht besonders gut, denn wir schalten hier einfach mal durch. Wir sehen hier alle belegten Anschlüsse, die an dem Kabel quasi verbunden sind, und wir sehen sogar, wir haben hier einen kleinen Wackler drin. Das heißt, eigentlich ist dieses Kabel Schrott. Dann können wir was Besseres nehmen. Dann können wir die nächste Stufe mal testen mit einem etwas besseren Kabel. Einfach hier rein und hier rein. Wie gesagt, es können hier natürlich ohne Probleme verschiedene USB-Standards durchgetestet werden, auch ganz alte Standards. So, wir haben jetzt hier ein etwas hochwertigeres Kabel angeschlossen. Wir sehen aber auch, hier fehlen noch diverse Belegungen. Wir können hier mal durchscrollen, was wir hier alles machen können. Eine schöne Zusatzfunktion. Wir sehen hier die Milliohm. Das ist dann der Widerstand, den das Kabel hat. Das Kabel, naja, das geht so mit 224 Milliohm. Ein hochwertiges Kabel dürfte hier aber deutlich unter 200 Milliohm kommen. Ganz wichtig, wir sehen CC1 und CC2. Das zeigt uns, wie das Kabel angeschlossen ist, wie rum. Wir haben ja bei den USB-C-Steckern hier die Möglichkeit, diese zu wenden. Wenn ich das drehe, seht ihr, dass sich quasi das ändert, und somit könnt ihr das damit zum Beispiel auch prüfen. Wichtig, alles ist natürlich gut in der Bedienungsanleitung erklärt. Wir können auch das Kabel direkt mal scannen. Und wir sehen, das Kabel hat keinen Chip. Das ist nämlich der nächste Punkt. Es gibt auch Kabel mit einem Kommunikationschip. Das sind dann richtig hochwertige Teile. Hier habe ich mal sowas mitgebracht. Wir stecken das einfach mal hier rein. Hier rein. Und wir sehen dann auch hierfür gleich die Ergebnisse. Wir können auch hier nochmal etwas zurück scrollen. Wir sehen, das ist auch ein USB 2.0 Kabel. Das heißt, die schnellste Datenübertragung kriegt ihr damit nicht hin. Aber
Wir sehen hier ganz schnell, wir haben hier einen deutlich geringeren Widerstand, 153 Milliohm. Damit ist das schon ein deutlich hochwertigeres Kabel. Somit könnt ihr sofort sehen, wenn irgendwelche Kabel kaputt sind und könnt diese natürlich auch identifizieren, denn das ist heutzutage sehr wichtig. Wie oft ist es mir schon passiert, dass ich quasi ein falsches USB- oder USB-C-Kabel dabei hatte und dann schlussendlich meine Geräte damit nicht laden oder betreiben konnte. Das ist heute leider so, denn die Anschlüsse sehen zwar gleich aus, aber die Elektronik, die drin steckt, ist dann oftmals doch ganz anders und mit so einem Kabeltester kann man das natürlich hervorragend herausfinden. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir denn an diesen schönen Kabeltester? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr kauft ihn euch ganz regulär, zum Beispiel auf Amazon. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Hersteller für das zur Verfügung stellen dieses Produktes, was ich direkt an euch weitergeben werde. Und einer kann natürlich hier dieses Produkt gewinnen. Wie macht ihr das? Das ist auch ganz einfach erklärt. Auch wieder unten in die Videobeschreibung schauen. Dort sind die Bedingungen und Regeln nochmal aufgeführt. Lest diese bitte genau durch und damit ich weiß, dass ihr sie gelesen habt, habe ich über den Bedingungen und Regeln ein Codewort hinterlassen. Dieses findet ihr bitte raus und schreibt es mir unten in die Kommentare. Ohne das Codewort könnt ihr hier nicht mitmachen. Also schreibt am besten als erstes Wort das Codewort hin und dann erzählt ihr mir noch eine schöne Geschichte. Wozu braucht ihr denn diesen Kabeltester? Anhand dieser Geschichte suche ich mir dann einen möglichen Gewinner für dieses schöne Teil in der nächsten Marks Flohmarkt Box aus und diese Person kann dann dieses Teil hier bekommen. Wichtig, die ganze Geschichte hat natürlich einen Einsendeschluss. Ihr habt es gesehen, ich habe ihn schon hier drüben eingeblendet. Bis dahin habt ihr Zeit zu kommentieren und nach dem Einsendeschluss wird es die nächste Marks Flohmarkt Box geben und dort wird auch der Gewinner dieses USB-Kabeltesters bekannt gegeben. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Box angekommen. Wichtig, wenn euch meine Box in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr mich und meine Kanäle unterstützen, schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei. Dort habe ich auch eine digitale Kaffeekasse eingerichtet. Dort könnt ihr mich und meine Projekte mit einem digitalen Kaffee unterstützen. So kann ich dann hier weitermachen und euch eventuell auch schönere weitere Sachen beschaffen, die ich dann hier in der Box an euch verschenke. Also, damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.